uns vor ziemlich genau einem Jahr drüben in Linden getroffen mit dem Michael Lerbs und dem Markus Wieden, und der Heinrich Otto aus Dudenhofen war dabei, und wir haben überlegt, so kann es nicht weitergehen. Weder in Linden noch in Münchholzhausen, und später dann ist ja hier die Phoenixstraße auch dazu gekommen. Das ist ziemlich genau im August letzten Jahres gewesen. Und mittlerweile, wenn wir jetzt überlegen, was ist passiert, wir sind 50 Bürgerinitiativen heute, und ich hoffe, dass wir auch in Braunfels und in Schöffengrund jetzt demnächst weitere Bürgerinitiativen gründen können. Deswegen ganz herzliches Willkommen nach Braunfels, ganz herzlich willkommen halt hier Schöffengrund. Super, dass ihr da seid. Wir wollen die Straßenbeiträge abschaffen, und die AG Straßenbeitragsfreies Hessen, wie wir uns dann benannt haben im November, die kämpft eigentlich für die Abschaffung der Straßenbeiträge, und das tun wir mit Aufklärung, das tun wir mit Kundgebung wie hier. Wir machen Unterschriftensammlung, Podiumsdiskussionen, wir waren mehrfach im Landtag auch gewesen, und da geht es ja auch weiter, und ich finde es auch ganz toll, welche Resonanz wir in Presse und Fernsehen mittlerweile bekommen für das Thema Straßenbeiträge. Und ich muss auch sagen, gegenüber 2011, als ich angefangen habe, sind mittlerweile viele Leute sensibilisiert für das Thema Straßenbeiträge, wissen Bescheid, dass da zum Teil vor ihren Häusern eine Zeitbombe tickt und dass man aber nicht hinnehmen sollte. Das Thema Straßenbeiträge ist jetzt im Landtagswahlkampf, und ich habe gerade gestern inoffiziell vernommen, dass auch bei dem Wahlomat, ihr kennt alle diese Frageseiten halt hier, wo man gucken kann, mit welchen Parteien passt man zusammen halt hier, was kann man wählen, dass da auch halt hier bei dem Wahlomat hier in Hessen das Thema Straßenbeiträge mit abgefragt werden wird. Der kommt halt hier Ende September raus. Hanau, relativ direkt, Kelsterbach, wir haben Bad Vilbel, wir haben Karben, wir haben halt die Bad Nauheim, Sulzbach, Wettenberg hier in der Gegend. Selbst in Osthessen, in Bebra, Meinhardt wurden inzwischen die Straßenbeiträge abgeschafft. Und ich würde auch euch allen nochmal raten, guckt mal nach Eschwege, was da passiert ist letzte Woche. In Eschwege wurden nicht nur die Straßenbeiträge abgeschafft, sondern in Eschwege hat man auch gesagt, wir zahlen zurück. Super! Stadtverordnete und Bürgermeister sind jetzt diejenigen, die ja Pflicht sind. Von daher sind wir goldrichtig. Nämlich, die können es nicht mehr nach Wiesbaden schieben, sondern das ist heute halt hier wirklich so, dass Bürgermeister und Stadtverordnete entscheiden müssen, was passiert mit den Straßenbeiträgen. Und die können wir ansprechen, das sind unsere Leute, also auch hier in Wetzlar, die können sich nicht mehr verstecken. Und das Thema wiederkehrende Beiträge ist ja nachher so ein bisschen in der Stadthalle das Thema. Und wenn wiederkehrende Beiträge jetzt auch in Rheinland-Pfalz schon kritisiert werden und angezweifelt werden, dann müssen wir uns doch mal einfach fragen halt hier, sind die wiederkehrenden Beiträge denn gerecht? Weil da zahlen alle? Nein, ich glaube auch nicht. Ne? Da zahlen nicht alle. Da zahlen nämlich auch dort nur die Grundstücks- und Hauseigentümer. Ne? Und wiederkehrende Beiträge, das sind jährlich nur kleine Beiträge. Ein paar hundert, also 100 Euro, mehr nicht, also 200 Euro vielleicht. Ist das wirklich so? Nein, das ist nicht. Wenn man in den ländlichen Raum guckt, wo die Grundstücke dann mal 2.000, 3.000 Quadratmeter groß sind, auch da sind wiederkehrende Beiträge nicht gerecht, keine Lösung, denn da sind Leute dann halt mit 2.000, 3.000 Euro also durchaus dabei, jährlich, weil die Grundstücke einfach so groß sind. Und der letzte Punkt ist wirklich, dass die Straßenbeiträge, die wiederkehrenden Beiträge auch nicht wirklich rechtssicher sind. Wiederkehrende Beiträge sind weiterhin, hat sich herausgestellt, ein Verwaltungsmonstrum. Ja, Rüsselsheim, Bad Nauheim, Wetzlar haben Hunderttausende für die Umstellung allein geplant. Und weiterhin werden dann ja Verwaltungskosten jährlich fällig, weil Leute, das sind halt die ein oder zwei Kräfte, die damit arbeiten müssen. Und so eine Verwaltungsfachkraft kostet halt hier 70.000, 80.000 Euro im Jahr. Und davon ist kein einziger Quadratmeter Straße gemacht. Deswegen sind wiederkehrende Beiträge auch von der Seite her ziemlich absurd. Und das ist auch das, was also in Hessen jetzt der Bund der Steuerzahler anprangert. Die haben gesagt, also das geht ja überhaupt nicht, das ist ja das Absurdeste, was man überhaupt machen kann, wiederkehrende Beiträge einzuführen mit einem riesen Verwaltungsaufwand. Und bei diesen wiederkehrenden Beiträgen sieht es dann so aus, dass nicht irgendwie die Kostenbeteiligung 50-50 ist, sondern die Stadt macht da wirklich halt hier, dass sie nur noch 25% der Kosten übernimmt oder 30% und der Rest geht dann auf die Anlieger. Das heißt, wir bezahlen halt hier viel mehr auf die Dauer gesehen. Nächster Punkt bei wiederkehrenden Beiträgen ist so,
wiederkehrende Beiträge halt, wenn man jetzt einen Einmalbeitrag bezahlt hat im letzten Jahr, dann soll man für 25 Jahre ausgenommen sein von wiederkehrenden Beiträgen. Aber eine Straße hält doch, da machen wir uns nichts vor, die hält halt hier 30, die hält 40, die hält 50 Jahre. Das heißt also, auch da machen die Städte ein gutes Geschäft. Wer verdient an den wiederkehrenden Beiträgen? Wer hat den Nutzen? Also ich glaube, die Bürger und die Kommunen mit Sicherheit nicht. Ja? Nein, also ich glaube, da verdienen auf jeden Fall die einschlägig ausgerichteten Ingenieur- und Planerbüros. Ja, die haben halt hier lukrative Aufträge. Dann gibt es halt hier die Kommunalberatung, die sogenannten Kommunalberatungen, die daran recht gut verdienen. Da sind dann halt die Namen wie Alevo zum Beispiel im Spiel, oder es gibt auch ein Consulting-Büro aus Polheim, das zum Beispiel in Braunfels jetzt den Auftrag bekommen hat. Ja, das ist auch eine lukrative Geschichte. Ja? Und es verdienen dann auch Anwaltskanzleien, die sich auf kommunales Abgabenrecht spezialisiert haben. Denn auch die beraten die Kommunen und die Anwälte gehen direkt mit zur Bürgerversammlung. In Schöffengrund zum Beispiel war auf der Anliegerversammlung, oder werden auch die Abrechnungen halt hier von Anwaltskanzleien direkt gemacht. Das ist also ein Wahnsinn. Und da muss man sich dann wirklich überlegen, diese Anwaltskanzleien, die beraten die Kommunen, die vertreten dann auch die Kommunen vor Verwaltungsgerichten durchaus, wenn sie gegen einen Beitragsbescheid klagen. Das ist also auch eine ziemlich unsaubere Sache. Und der Gipfel des Ganzen, das musste ich feststellen vor einiger Zeit, dass im Hessischen Städte- und Gemeindebund, der ist ja einer von diesen kommunalen Spitzenverbänden, dass dort halt hier jemand für das Kommunalabgabengesetz zuständig als Verwaltungsdirektor ist, der gleichzeitig hier im Nachbarort eine Kanzlei als Anwalt halt hier, Spezialgebiet halt hier Abgabenrecht, kommunales Abgabenrecht. Das ist der Wahnsinn, das finde ich auch. Also das ist halt wirklich ein Geschmäckle und das muss man wissen, also wenn man sich jetzt gleich halt hier das Thema wiederkehrende Beiträge anhört. Ich weiß nicht, was gesagt werden wird, aber ich denke einfach, wiederkehrende Beiträge sind bestimmt nicht optimal. Ich habe auch früher mal gedacht, 2011, 2012, als ich damit konfrontiert wurde, ja gut, wenn es in Hessen dann wiederkehrende Beiträge gibt, immerhin. Aber inzwischen weiß ich halt hier, die wiederkehrenden Beiträge sind nun wirklich keine Lösung. Und wie gesagt, dass die schwarz-grüne Landesregierung jetzt die Einführung wiederkehrender Beiträge noch mit 20.000 € je Abrechnungsgebiet fördern will, und Wetzlar werden bestimmt halt hier 15, 16 Abrechnungsgebiete, das ist halt hier das Verbrennen von Steuergeld schlechthin. Wir müssen das zum Schluss alles bezahlen, ist kein Quadratmeter gemacht davon, und das sagen nicht nur wir, das ist absurd, sondern das sagt auch der Bund der Steuerzahler. So, ich komme einfach zum Schluss hier an der Stelle, dass wir auch weiterkommen. Wir haben ja noch einiges vor uns. Ich sage hier abschließend, am 28. Oktober ist die Landtagswahl. Wie ich das so sehe, ich habe auch am letzten Sonntag halt hier kurz den Ministerpräsidenten dazu befragen können, man will sich nicht mehr seitens der CDU bewegen. Genau richtig, das ist halt hier keine schöne Sache. Das heißt also, ich habe die Bitte an euch alle, redet ganz einfach mit, redet über das Unrechtssystem Straßenbeiträge, macht es weiter bekannt. Und wie gesagt, Wahlomat, auch da Möglichkeit, dass man sich da orientiert, und auch da wird es abgefragt werden. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt, denn einige Parteien unterstützen es ja mittlerweile definitiv. Ich habe vorhin gehört, dass jetzt auch der SPD-Gesetzentwurf mittlerweile soweit fertig ist. Er wird nächste Woche dann halt auch bekannt werden. Das finde ich toll, dass es da weitergeht. Ich kann eigentlich nur auffordern, halt hier, geht wählen, macht euer Kreuz an der richtigen Stelle, und damit vom Gesetzgeber einfach hessenweit diese ganzen Straßenbeiträge komplett abgeschafft werden. Komplett abgeschafft werden, denn das ist einfach das, was wir wollen und wo der Friede in die Kommunen auch wieder einkehren wird. Und das ist einfach das Thema, wir sagen, Straps muss weg. Das können wir mal ganz laut rufen. Straps muss weg! Straps muss weg! Straps muss weg!